Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen heute nach, was kommt denn auf uns zu, was ist unerwartet, überraschend, mit was rechnen wir nicht. Gibt es irgendwo blinde Flecken? Ja, hier haben wir gleich Keep Your Temper. Wir sollen dem Ärger oder der Wut nicht erlauben, uns zu kontrollieren. Wir haben, dass wir wieder Führung aufnehmen sollen, dass wir nicht in so Situationen verfallen, wo wir rumgrollen oder unseren Groll nähren. Hier ist eine bestimmte Aufgabe, bei der wir auch anderen helfen können. Und dazu muss man wieder aufstehen. Ne? Da muss man den Weg annehmen, den Groll hinter sich lassen. Und hier kommt schon der richtige Weg. Man lernt hier erneut zu kreieren, was unsere größten Hoffnungen und Wünsche sind. Also das ist schon wieder sehr speziell. Ne? Wir sollen hier tatsächlich aus einer Situation rausgehen, wo wir sehr erregt sind, wo uns was aufregt, wo uns etwas stresst, wo wir ganz und gar unsere Führung verloren haben. Und hier wieder zu lernen, hier ist der Froschkönig drauf, ne? Das zu tun, den richtigen Weg zu finden, was wir lieben und wünschen. Unterm Deck haben wir noch, dass wir vielleicht irgendwo auf was gebaut haben, was sich nachher als Luftschloss herauskristallisiert hat. Man glaubt an irgendwelche Worte, die einem mal versprochen worden sind, also leere Versprechungen. Und man ist nicht im Leben drin. Ja. Das ist so ein Hängen in einer Schleife von Wut und Ärger und man wartet mal einfach so ab, bis das, was die anderen mal gesagt haben, eintrifft. Wenn ihr euch das überlegt, wie oft kriegt man oder hat man schon was versprochen gekriegt, vielleicht hat man es auch selbst gemacht und man konnte es nicht einhalten und wartet jetzt so rum. Ne? Was kann passieren? Wann wird es passieren? Und irgendwie kommt nichts und auch das macht wieder wütend. Okay, das ist das, was uns erwartet. Es kann sich hier um eine Herzensangelegenheit handeln, vielleicht auch um eine Situation in der Liebe. Wir haben hier das Gegenüber. Möglicherweise ist es auch so, dass das Gegenüber viel versprochen hat und nicht gehalten. Oder dass wir uns aufregen, weil wir viel Herz in ein Gegenüber investiert haben. Oder wir überlegen tatsächlich, es geht ja darum, den richtigen Weg zu finden, in etwas zu investieren, was unser Herz auch braucht oder benötigt. Wir haben die Sonne. Uns ist bewusst, dass etwas Glück uns gut tun würde, aber für mich ist die Sonne im Hause der bewussten Ebene auch, dass da viel Energie ist, viel Bewusstsein, aber auch viel Gedankenlastigkeit. Berufliche Situationen, irgendwie ist da auch, dass man viel arbeitet oder dass man schon viel bearbeitet hat. Es kann hier aber auch sein, dass das Unterbewusstsein denkt, wenn ich jetzt was beginne, was mit meinen persönlichen Träumen und Wünschen zu tun hat, dann bin ich wieder nur am Arbeiten und am Verarbeiten und am Bearbeiten. Aber es geht ja darum, einen Weg zu finden, bei der die Dinge auch in Leichtigkeit geschehen und mit einer guten, positiven Ausrichtung. Mögliche Szenarien sind hier tatsächlich Beziehungsthemen, Arbeit an Beziehungsthemen oder aber tatsächlich Beruf, Berufung, Herzensprojekte oder die berufliche Situation des Gegenübers. Denkt an die vorherige Karte, leere Versprechungen und Luftschlösser. Hier gab es schon Veränderungen in der kürzeren Vergangenheit, die irgendwie hier noch Ausläufer haben.
Und hier sieht man es wieder mal genau, ne? Es geht ja um uns, um etwas, wo wir vielleicht wütend sind, vielleicht ärgerlich, vielleicht viel Energie verschwendet haben, weil das Rädchen hier dreht sich nur um die anderen, möglicherweise um Kinder, um das Gegenüber, um so Werte wie Treue, Freundschaft, Loyalität, das Umfeld, die Freunde, die Arbeitskollegen. Und hier ist es einfach wichtig, dass wir die Energie, die wir haben, dazu verwenden, uns selber in eine Position zu bringen, bei der wir langfristig auch oder so, dass es unseren Werten bestimmt ist, für uns selber ein Fundament haben, bei dem wir gut geerdet sind, wo wir uns wohlfühlen, wo wir Energie schöpfen aus unseren eigenen Prioritäten. Vielleicht ist man hier auch wütend, dass alle anderen so einen guten Platz haben. Ne? Es ist ja so, dass man hier unsere Karte gar nicht sieht im Moment, sondern das Umfeld, die Familien, die Themen der anderen. Und wir selbst haben vielleicht tatsächlich hier eine Lernaufgabe. Ist ja auch so, ne? Man lernt zu kreieren, was man sich wünscht. Oder das sollte hier eine Aufgabe sein. Man denkt vielleicht, hier fehlt mir noch ein bisschen Info, wie ich etwas durchsetzen kann. Man hält sich vielleicht auch bedeckt, man sagt nicht mehr alles, was man denkt. Man spricht es nicht aus, aber das Unterbewusstsein ist hier schwer am Arbeiten. Also man spürt es. Was man hier auch noch sehen kann, ist Folgendes, dass sich beruflich neue Kapitel auftun, die sehr den Vorstellungen entsprechen von unseren Kindern, unseren Kollegen oder auch unseren Gegenüber. Für die anderen könnte es auch wichtig sein, dass sie zum Beispiel Absprachen getroffen haben, sich um ein Tier zu kümmern, und auch da wartet man auf Action, ja, auf Arbeit, die kommen dürfte. Und wir kriegen hier die Möglichkeit, die Chance. Zugleich ist es so, dass man auch eine Entscheidung treffen muss. Und wenn wir es jetzt überlegen, ne, wir sollen hier lernen, wieder Führung aufzunehmen, unseren eigenen richtigen Weg zu finden, etwas zu kreieren, was unserem Platz auch entspricht. Und da sind eben die Möglichkeiten dazu. Das heißt für mich, da ist nicht Stillstand oder Blockade oder man kommt nicht voran, sondern es ist halt auch nötig, eine Entscheidung zu treffen, einen Weg zu wählen. Das kommt von außen. Das kann sogar eine Situation sein, wenn man da seinen eigenen Wegen folgt, dass man die anderen irgendwie mit befreit bei einer Lernaufgabe. Ja, hier ist dieses Ding, das passt sehr gut dazu. Ne? Man fühlt sich begrenzt, man kommt nicht über seine Grenzen drüber, man hat das Gefühl, man wäre vielleicht verlassen oder alleine mit allem. Es geht ja auch darum, unabhängig zu sein, selbstständig zu sein. Für einen oder anderen tun sich hier vielleicht auch Wege auf, wo sie selbstständig im beruflichen Bereich ihren Weg weitergehen oder ausweiten oder ein neues Kapitel beginnen, etwas dazulernen, eine Entscheidung treffen, so unabhängig wie möglich von allem zu sein. Dann brauchst du auch nicht auf leere Versprechungen zu warten. Das eine sind die Worte, das andere sind die Taten. Ne? Und da ist das Thema dahinter.
Guckt mal, hier ist noch der Schlüssel als Endergebnis. Hier gehen die neuen Türen auf. Wir haben hier unten tatsächlich das Schiff mit dran. Ja, unser Wunsch, unsere Sehnsucht, unsere Erweiterung, unsere Lebensreise, unser Sinn, unseren Sinn, den wir auch hinter den Dingen sehen. Möglicherweise ist hier auch etwas, wo wir viele Kilometer zurücklegen, wo wir uns in Bewegung setzen, wo wir vielleicht auch reisen, entweder bewusst oder unbewusst oder auch auf der irdischen Ebene. Es ist auf jeden Fall so was Erweiterndes da. Ich habe hier gar keine schlechte Karte, ne? Also den richtigen Weg zu finden, die richtige Entscheidung zu treffen, wird hier irgendwie alle befreien. Wie ihr seht, haben wir hier nicht unsere Karte dabei, ne? Deshalb ist es auch so wichtig zu gucken, was möchte ich. Es sind viele andere Personen, die auf unser Energiefeld Einfluss nehmen. Und ja, man knüpft vielleicht immer wieder auch an die Veränderungen der Vergangenheit an, kommt aber so auch wieder in die gleiche Schleife rein. Und hier ist für alle irgendwie ein Erfolg, wenn wir selber unseren eigenen Weg finden, wie wir mit den Dingen umgehen, statt wütend zu sein, statt den Einflüssen, die wir nicht kontrollieren können, zu erlauben, dass sie uns kontrollieren. Der ein oder andere könnte hier vielleicht sogar planen, dass er sich eine Auszeit nimmt, dass er verreist, dass er sich mit dem Ausland beschäftigt. Aber man sieht auf jeden Fall eine wunderbare Energie, die sich auch von jetzt noch bis zum Sommer und die nächsten 7 Monate auswirkt, auf alle irgendwie harmonisch. Sehr schön. So, wir gucken, welches Krafttier geht hier noch mit für diese Situation. Guckt mal, da haben wir etwas ganz Schönes, denn diese Karte, die spricht auch von unerwarteten Begegnungen und Gewinnen. Ich weiß nicht, ich glaube, das letzte Mal, als ich diese Legung gemacht habe, ist die auch gekommen, also sind wir noch nicht am Ende. Hier sind viele Gefühle, hier sind die ganzen Farben des Regenbogens, hier ist das Gefühl der Hoffnung. Hier darf man auch mal wieder gucken, ne? Schaut euch die Karte an, die ist schwarz, ne? Und hier ist das Bunte. Hier ist vielleicht auch der Alltag so düster oder grau in grau und hier geht irgendwo etwas auf, das wieder viel Farbe für alle hat. Wenn wir hier von einem Spektrum der Gefühle reden, ne, und hier erlauben wir Wut und Ärger uns zu kontrollieren, also da gibt es weitaus noch andere Gefühle, vielfältigen Ausdruck auch, und die Regenbogenforelle ist einfach ein Glücksbote, die Brücke zu Reichtum und Fülle. Da können unerwartete Liebesbegegnungen sein. Tatsächlich liegt hier ja auch ein Mann, ein Freund, ein Seelengefährte. Oder irgendwelche Glücksfälle, ne, die wieder so einen Leuchtpunkt in unser Leben bringen, in das Grau rein. Und auch da ist nochmal so dieses Ding des Alleinseins. Ich muss alles alleine wuppen oder ich gehöre nirgends dazu. Ich bin anders als die anderen oder ich halte hinterm Berg, wie es mir wirklich geht. Hier ist sehr viel Verbundensein mit den anderen. Hier sind Zeichen, Hinweise, Antworten über die Emotionen, über die Träume. Und man versteht langsam, dass man in etwas viel Größeres eingewoben ist, als das, was man mit dem Auge zunächst mal so sieht. Es geht auch um Kommunikation, die man hier vielleicht verdeckt hält oder an sich bedeckt hält. Und hier darf man auch mit Telepathie arbeiten, mal wohlwollend an die anderen und auch an sich denken. Und sich eben vom Regenbogen und der Sonne bestrahlen lassen. Hier sind auch völlige Veränderungen, tiefe Erkenntnisse und eben unerwartete Gewinne. Ich meine, wir haben hier tatsächlich vielleicht auch ein Amt, eine Behörde, etwas, was uns zugute gesprochen wird mit dem Turm, aber auch das unabhängige Weitergehen, das Selbstständigsein,
Das sich selbst treu sein, das hier sehr wichtig ist. Und vielleicht auch das Öffnen für andere Personen. Wenn man mal den Wert der Freundschaft abfragt, dann wird man hier ganz schnell feststellen, wo sind Versprechen, die nie wahrgemacht worden sind. Wo habe ich mich hinhalten lassen, wo wurde mir immer wieder das Gleiche gesagt und nichts ist auch passiert. Ne? Spannend. Wir haben hier den Wandel an sich, die Energie des Richtungswechsels. Unterm Deck haben wir uns selbst, endlich fallen wir mal. Ne? Hat für mich auch sehr viel Bedeutung, denn wenn ich hier mit diesem Spiel nicht dabei bin, erlaube ich anderen mein Leben zu bestimmen. Und ich selbst halte mich so bedeckt. Ne? Ich erlaube vielleicht auch Erfahrungen, mein Leben zu bestimmen, aber hier ist wirklich Wandel an vielen Bereichen möglich. Das kann jetzt tatsächlich Wohnort sein, Partnerschaft, Arbeit. Hier ist sehr viel Erneuerungsprozess. Das Leben richtet sich neu aus. Man selbst richtet sich neu aus. Man überprüft die Einstellung, die man an sich zu Veränderungen auch hat. Und es ist irgendwie dazu da, dass wir eine positivere Lebensführung haben können. Und dass wir vielleicht angepasst sind, aber trotzdem unseren eigenen Weg gehen und uns der Veränderung auch öffnen. Hier sind wirklich der Möglichkeiten viele. Okay, ihr Lieben, wir nehmen noch eine Karte für die Fülle, für unser Füllebewusstsein. Was kann uns hier unterstützen auf dem Weg des Wandels? Der stille Rückzug, das passt irgendwie, ne? Hier ist es ja so, dass man selber auf den richtigen Weg kommt. Und hier sind all die anderen. Man ist vielleicht auch sehr viel beschäftigt mit dem Außen. Und beim stillen Rückzug ist es einfach so, dass wir in uns selbst gehen, uns selbst über unsere Sachen klar werden, verarbeiten. Und dass wir sehr viel Klarheit darüber gewinnen, was als nächstes zu tun ist, um unsere Führung wieder aufzunehmen und um uns neue Türen zu öffnen. Wunderbar, ihr Lieben. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.